Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen nach Hause. Und zwar ganz im konkreten Fall mit einem Werk, das so unglaublich gesellschaftspolitisch relevant ist, dass es uns staunen macht. Schließlich ist es im sogenannten Fin de siècle, also in der Zeit um 1900 entstanden, und zwar geschaffen von einer Malerin, einer der wichtigsten Künstlerinnen dieser Zeit, die von gesellschaftspolitischem Wandel, von gesellschaftlichen Veränderungen getragen ist. Elena Luksch-Makowskaja oder Makowska oder Makowski, alle drei Versionen sind korrekt, stammt ursprünglich aus St. Petersburg, aus einer etablierten Künstlerfamilie. Ihr Vater, ihr Onkel sind beide offizielle Maler des Hofes des Zaren. Elena Luksch-Makowskaja, man höre und staune, studiert an der St. Petersburger Akademie der Bildenden Künste. Etwas, was ihr in Wien dieser Tage nicht möglich gewesen wäre. Die Akademie der Bildenden Künste in der Residenzhauptstadt Wien wird ihre Pforten für Frauen erst 1920, 1921 öffnen. Nun, umso erstaunlicher das Thema dieses Bildes und die Komposition. Eine Gruppe splitterfasernackter junger Menschen in einer Paradiesgartenlandschaft, ganz im Stile der Wiener Sezession, aus feinen Pinselstrichen, wie ein gewebter Teppich, flach wirkend einerseits, andererseits die Tiefenwirkung mittransportierend, entwickelt Elena Luksch-Makowskaja diesen Raum, in den sie zentral perspektivisch sich verjüngend diese nackten jungen Menschen hineinstellt, als Personage. Im Vordergrund wie eine junge Gazelle, wie ein Giraffenfohlen mit geixten Beinchen, dieses junge Mädchen. Ungeschönt, ganz klar, die Nacktheit als riesengroßes gesellschaftspolitisches Thema in einer Zeit, in der die Konvention das Darstellen realer Menschen unbekleidet als einen Fall fürs Gericht definiert. Es war verboten. Nun, Elena Luksch-Makowskaja weiß ganz genau, was zu tun ist, um einer gerichtlichen Verfolgung zu entgehen und trotzdem und doch Nacktheit zu präsentieren. Der Titel des Bildes verrät ihren Schachzug. Der lautet nämlich Adolescentia. Also es handelt sich um eine Allegorie, um eine Verkörperung. Diese jungen Menschen stehen für ein Phänomen, nämlich für das Hinüberschreiten vom Kindesalter ins Erwachsenenalter. Es sind quasi Pubertierende. Männer und Frauen, Jungen und Mädchen gleichermaßen. In einer Ästhetik, die ganz dieser neuen, modernen Stilistik der Wiener Sezession entspricht. Dementsprechend wird sie auch von ihren männlichen Kollegen, allen voran dem Mitbegründer der Wiener Sezession und ihrem ersten Präsidenten, Gustav Klimt, durchaus sehr geschätzt. Er wird es ermöglichen, dass sie ihre Bilder im Rahmen der großen Sezessionsausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert, damit sie sichtbar wird als Künstlerin, damit sie Werke auch verkaufen kann. Elena Luksch-Makowskaja nutzt diese neuen Ästhetiken der Wiener Sezession, der Einfluss des Impressionismus aus Frankreich, aus Paris, Oscar-Claude Monet, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Jean Seurat und viele andere nutzen diesen Pinselduktus, diesen neuen Pinselstrich, der flüchtig, skizzenhaft hingeworfen im Sinne des Impressionismus eine ganz neue Funktion hat. Bei ihr allerdings wird er beruhigt. Es handelt sich um einen pseudo-impressionistischen Pinselduktus, in dem sie eine Ideenwelt, die neu ist in dieser Gesellschaft, mit den Möglichkeiten dieser künstlerischen neuen Darstellungsform erlebbar macht. Die Seele, das Unbewusste, das, was sich in uns Menschen abspielt, wird nun immer stärker in den Fokus des künstlerischen Schaffens gerückt werden. Das verdanken die Menschen des Fin de siècle nicht zuletzt auch den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft. Sigmund Freud lotet das Unbewusste aus und deutet die Träume. Der Mitbegründer der Psychoanalyse als Mitbegründer eines neuen gesellschaftlichen Selbstverständnisses, das auch die Genderfrage unter einem neuen Licht wahrnehmbar macht. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
im Belvedere.